Dieses Fahrzeug, ja, das können Sie zu einem ganz speziellen Preis kaufen. Warum und zu welchem Preis, das werden wir gleich erfahren. Das ist ein Peugeot 2008 mit einem Facelift. Ja, GT-Line-Ausstattung, und hier kommt gleich Stefan Konz raus. Er wird uns ein paar Details mal zum Auto erzählen. Wie alt ist das Auto und ja, zu welchen Konditionen können Sie es erwerben? Denn es gibt besondere Konditionen im Moment für lagernde Fahrzeuge bei der Peugeot-Niederlassung in Saarbrücken. Peugeot Saarbrücken, der PSA Retail GmbH. So, der Stefan, der hat schon mal alles hier hingelegt. Jetzt bin ich mal gespannt, ist das ein Neuwagen? Das ist ein Neuwagen, ja. Ja, wenn du gerade mal so lieb das Radio ausmachst. Da ist es, ja, das ist GT-Line. GT-Line ist schick, oder? Das ist schon ganz ordentlich, ja. Also es gibt ein Aktiv als Einstieg, dann gibt es ein Allure und dann darauf basiert praktisch dann diese GT-Line-Version. Ja, ein Schalter? Ist ein Schalter, ist ein 6-Gang-Schalter und wie gesagt ist jetzt hier GT-Version, das heißt, der ist innen drin so ein bisschen auf sportiv gemacht, steht im Auto auch unheimlich gut und ist auch schön ausgestattet. Also Sitzheizung drin, Navigation da drin, Leichtmetallfelgen, die Einpackhilfen sind drin, also er ist gut ausgestattet. 3D-Cockpit, geil. Natürlich 3D-Cockpit, das ist hier so ein Novum bei dem Auto, also er hat das praktisch vorgespiegelt, nochmal eine Plexiglasscheibe und dadurch entsteht dieser 3D-Effekt. Muss man live erleben. Ja, muss man live erleben. Er hat auch eine Rückfahrkamera drin, also er ist von der Ausstattung wirklich nett. Ja, voll, würde man sagen, auf einem Gebrauchtwagenplatz, aber der ist ja neu. Deswegen zeigen wir mal ganz kurz die CO2-Effizienz. Es ist A, die Motoren sind noch sparsamer geworden. Die Motoren sind noch sparsamer geworden. Das Auto ist also wirklich jetzt WLTP geprüft. Er ist eine A-Einstufung, also ja, kann man nichts verkehrt machen. Ja, kombiniert 4,5 Liter. Ich denke, die Wahrheit liegt so 1 Liter drüber, oder? Ja, kann man sagen. Also das ist so in der Praxis, ist das eher so der Verbrauch, den man ansetzt. Wenn man ein bisschen Spaß haben will. Wenn man mal draufdrücken. Wenn man mal draufdrücken will, ja. Denn der hat Spaß, der hat 131 PS. Genau. Das ist gut motorisiert, das Fahrzeug? Das ist gut motorisiert, das ist eigentlich schon fast die Top-Motorisierung. Es gibt bei dem Auto noch eine Klasse höher, das ist dann der GT. Der hat 155 PS, aber... Die gehen anders, man muss sagen. Also der 131er von heute geht so wie der 160, 170er von damals. Ja, es gab so eine Zwischenphase, wo ein 90 PS Auto die Wurst nicht vom Teller gezogen hat. Mittlerweile, wenn ich 130 PS in einem Auto drin habe, mit einer neuen Technologie, 3-Zylinder mit Turboaufladung, habe ich Spaß. Was interessant ist, die kommen dann so richtig von unten raus. Genau, ja. genau. Da das jetzt ein Diesel, ihr verkauft immer mehr Diesel. Ist ein Benziner. Ist knapp vorbei mit dem Diesel, ist ein Benziner. Ich sag dir warum. Er klingt nämlich, Genau. wenn er am Stand ist, leicht nach Diesel. Naja, du hast richtig vermutet, es ist ein 3-Zylinder-Diesel, Benzin, jetzt bin ich auch schon auf dem Dieseltrip, ist ein 3-Zylinder-Benziner und der ist mit Turboaufladung, wie gesagt. Der läuft im Stillstand ein bisschen rauer, weil er halt nur 3 Zylinder hat. Und vom Arbeitsprinzip ist es das gleiche wie der 4-Zylinder, aber es fehlt halt ein Zylinder in dem Verhältnis. Deshalb läuft er ein bisschen unrunder vom Gefühl her, was aber nachher in der Praxis nicht der Fall ist. So, genau. Also wer den jemals gefahren ist, also die Leute schwören drauf. Was interessant ist, wirklich der Spritverbrauch, also ein Zylinder weniger, die CO2-Emissionen sind da. Man muss ihn einfach mal Probe gefahren haben. Das Facelift steht dem Auto unvorstellbar gut, oder? Ja. Also Facelift ist das hier noch milde ausgedrückt. Das ist im Endeffekt ein komplett neues Auto. Also der ist nicht mehr vergleichbar mit dem alten, weil er ist größer geworden. Er ist auch SUV-artiger geworden. Er hat mehr Kanten bekommen. Also das sieht man hier so zwischen den Türen. Da hat er so 2 Dreiecke eingefasst. Also das ist wirklich ein ganz anderes Auto. Ja, die haben es komplett nochmal überarbeitet. Der Trend geht ja zum Kantigeren. Das hat Volkswagen irgendwann mal eingeläutet vor einiger Zeit. Und jetzt muss man sagen, haben sich viele Leute daran gewöhnt. Es steht dem Auto aber sehr gut. Genau. Ja, es hat nicht zu viele Extras, muss man sagen. Viele Leute stehen dann zum Beispiel nicht auf elektrische Klappen und Co. Das ist jedem überlassen. Ja, das ist jedem überlassen. Wobei das bei dem Fahrzeug hier jetzt werkseitig nicht mehr lieferbar oder noch nicht lieferbar ist. Es kann sein, dass es vielleicht absehbar mal kommt, aber in dieser Fahrzeugklasse eigentlich nicht üblich, dass es halt mit Elektro-Heckklappe ist. Das ist erst der Klasse drüber vorbehalten. Es gibt einige Extras, wie zum Beispiel eine variable Kofferraumabdeckung. Wenn du mir das mal ganz kurz zeigst. Also man kann einfach diesen variablen Boden nach hinten verlagern und dann ziehe ich den nach unten. Dann ich hatte vorher eine Ebene und ansonsten kann ich was drunter legen? Genau, ansonsten kann ich was drunter legen. Ich habe dann 2 Stufen praktisch zum Beladen oder ich habe halt die obere Stufe, die schließt dann halt ab, wenn ich die Rückbank umlege. Also ja, sehr gelungen. Der kam wann raus, der neue? Der ist jetzt knapp über ein halbes Jahr auf dem Markt. Okay, wunderbar. Und der ist krachneu? Der ist krachneu, ja. 0 Kilometer quasi? 0 Kilometer, kann man so sagen, ja. Okay, super. Der hatte noch keinen Vorbesitzer? Nein.
So, wie ist da der Rabatt auf das? Also aktuell liegen wir da im Bereich von 24%. 24%? Ja, in Verbindung mit dem Leasing halt. Also auf den? Genau, man muss dann halt wieder ein Leasing machen, was aber jetzt kein Nachteil ist, weil Leasing ist sowieso von der Sicherheit für den Kunden im Nachhinein oder im Nachgang besser, als wenn ich jetzt eine Ballonfinanzierung mache, weil da der Restwert bei uns garantiert ist als Kilometerleasing. Gut, wir machen das auch regelmäßig als Firma, aber immer mehr Privatleute machen Leasing. Ja, also mittlerweile ist der Anteil bei Leasing im Privatbereich auch sehr hoch, weil die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand. Wenn ich jetzt eine 3-Wege-Finanzierung mache, so eine Ballonfinanzierung, was in der Vergangenheit üblich war, dann habe ich das Problem, dass die Restwerte nicht mehr garantiert sind. Und wenn der Restwert nicht mehr garantiert ist, weiß ja mittlerweile oder aktuell niemand, wo geht der Restwert effektiv hin nach 3 oder 4 Jahren Nutzung. Das ist dann euer Problem, richtig? Das wird dann zu unserem Problem, das übernehmen wir dann halt freiwillig. Wir vermarkten das Auto nachher dann wieder und müssen dann gucken, dass wir auf dem Restwert dann passend fußen. Genau, es ist dann relativ günstig, muss man sagen. Also man kann das Auto kaum so kaufen, wie man es leasen kann. Genau. Das ist so, denn bei bestimmten Fahrzeugen wird der Restwert nämlich für euch ermittelt intern. Und das ist natürlich bei so einem ganz neuen Modell 2008 GT-Line. Ja, da kann man davon ausgehen, da wird man wahrscheinlich dankbare Abnehmer finden nach Ende der Leasingzeit. Das ist so. Also der Gebrauchtwagenmarkt freut sich auch, wenn die Leasingautos zurückkommen. Und man muss ja dann halt abwägen. Wenn ich jetzt einen Neuwagenkunden habe, der dann sagt, ich würde den Wagen gerne übernehmen, ist es vielleicht auch zielführend, einen neuen zu nehmen, einfach weil der neue von der Kalkulation günstiger ist, als wenn ich die alte Ware dann weiter anschlussfinanziere. Also, wenn Sie ein Fahrzeug haben möchten, der fast aussieht, größer wie der 3008, muss man fairerweise sagen. Ja, also so von der Größe her, der 2008, der 3008, das ist ja Wahnsinn, der hat sich ziemlich angenähert, oder? Ja, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Also es gibt Kunden, die kommen zu uns in den Laden und sagen, wo ist denn jetzt der 2008? Da sage ich, sie stehen davor, das sieht man in der Farbe. Ja? Dachte ich auch. Ich dachte, okay. Ich habe gedacht, es wäre der 3008. Deswegen habe ich auch so eben so gefragt, sag mal, ist das ein Facelift? Das ist ein neues Auto. Das ist der 2008. Ja, ist so. Papa, das ist ja Wahnsinn, wie bullig der daherkommt. Das ist der 2008. Ich dachte eben, ehrlich, es wäre der 3008. Also von der Formensprache ist er wirklich sehr gelungen und das Auto ist wirklich nah dran an 3008. Ne? Das muss man wirklich sagen. Endpreis? Liege ich hier jetzt roundabout so um die 24,5. Bei Leasing? Bei Leasing. Okay, super. Also das ist der Endpreis. Wie viel Prozent war es auf die Liste? 24% auf die Liste. Der 2008, ja, das ganz neue Modell, 0 Kilometer. Hier steht er, wenn Sie Lust haben. Genau dieser hier ist verfügbar. Aber wenn Sie noch was anderes suchen, auf Lagerfahrzeuge gibt es im Moment bei Leasing ganz spezielle Konditionen. Stefan mit BH, richtig? Genau so ist es. Mit PH und auch die Kondition, richtig. Wenn die Fahrzeuge bei uns im Bestand befindlich sind, ist es momentan lukrativ. Weil wir hatten in der Vergangenheit März, April hatten wir bei den Neuankömmlingen 2008 und 208 relativ bescheidene Rabatte. Momentan ist es für Bestandsfahrzeuge toll. Weil ich kann ja auch nicht absehen, jetzt durch die Corona-Situation, wann demnächst wieder Fahrzeuge produziert werden, in welchem Umfang die kommen und wann wir die dann haben zur Auslieferung. Deshalb, wer schnell ist, kann jetzt momentan da wirklich ein gutes Geschäft machen. Hier steht da ein neuer 2008. Also ich habe wirklich gedacht, es wäre ein 3008. Der ist echt groß. Wir hatten ja vorher einen 2008. Ja. Ich hätte nie gedacht, das war für mich ein Kleinwagen, dass er kein Kleinwagen wäre. Genau, das hat sich komplett geändert. Ne? Also super. Im Vergleich zum Vorgänger. Da ist er. Also er hat einiges. Neuer 2008 Allure inklusive GT-Line-Paket, PureTech 130, 131 PS. Ja, mit Aktiv, Safety, Brake Plus. Ich nehme an, der bremst automatisch. Genau, das tut er. Hat auch einen automatischen Tempomaten drin, Lichtautomatik, tote Winkelassistent, Einparkhilfe vorne, hinten, Kamera. Also der ist, wie gesagt, von der Ausstattung her toll. Hat normalen Listenpreis von 31,5. Wie gesagt, und wir verkaufen ihn momentan für 24,2 über den Daumen. 24,2. Ja, da steht er. Wenn er geleast wird. So, jetzt darfst du noch eine Sache machen. Du darfst mal langsam deine Telefonnummer sagen, bitte. 0681 7615 127. 7615 127. 127 in Saarbrücken. Genau. Danke dir. Tschüss, Gerne. Stefan. Ciao.